wir haben uns jetzt hier, was ist das, Brisket, glaube ich, geholt. Brisket. Beef Briskets mit Chips und Salat. Wir sind jetzt hier gerade in so einem Craft-Bierladen. Es gibt gutes Bier. Zeig mal das Bier. Trink mal eben. So, sag mal, wie viele Sterne ist das Bier? Schmeckt nach Bier, es ist Bier. Du isst jetzt mal dieses Brisket und dann sagst du mir, wie gut es ist. Das sieht sehr saftig aus. Ist saftig? Ist wirklich saftig? Scheiße, ich muss es auch essen. Gut, ich kann nicht weiterfilmen, ich muss es essen. Tschüss! Guess I got what I deserve. Wir sind jetzt einfach mitten im Wald angekommen. Hier ist nix außer diesem Haus und Julius und seiner Semmel oder was immer der da ist. Fassen wir kurz die Lage hier zusammen. Wir sind jetzt ungefähr so 2 Stunden nach Revelstoke gefahren. Mussten wir laut Navi so einen Waldweg fast schon hochfahren. Und jetzt sind wir hier bei diesem Camp, wo wir uns jetzt für einen Tag so ein Chalet gemietet haben. Jetzt gehen wir mal rein und schauen mal, was passiert. Und ein Truck, wie immer ein Truck. Ein großer Truck ist immer da. Also hier ist wirklich alles, aber kein Eingang. Also hier ist irgend so ein Haus. Hier wohnt auch irgendwer. Aber irgendwie ist keiner da. Kam gerade einer, netter Kanadier, der hat es hier aufgemacht. Sind wir in dieser Hütte? Ja, wir sind jetzt hier und wir bekommen jetzt gleich Decken noch. So, guten Morgen zusammen. Wir sind in Revelstoke im Wald. Wir haben heute in dieser süßen kleinen Hütte hier geschlafen und haben unsere Nacht hier sehr genossen. Das war sehr gemütlich. Und jetzt geht's ab nach Revelstoke zum Skifahren. In a white room with black curtains near the station. Black roof country, no gold pavement, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark. So, wir sind jetzt gerade mal ganz oben angekommen. Ich bin gerade 20 Minuten hier hochgewandert. Das war das Anstrengendste, was ich in meinem Leben je getan habe. Das ist hier quasi so eine Bowl. Mal runter kann man sieht sehr wenig. Die probiere ich jetzt mal aus. The walls are closing in, days feel longer without. Das war super geil, aber auch super anstrengend. Boah, das da runter war echt eine Challenge. Und ich sitze hier mittendrin, weil ich hingefallen bin. Aber man kann sich nicht ärgern, wenn man hinfällt, weil es so geil ist. I've been waiting, and I've lost my way. I've been fading without you. The air's getting warmer, the walls are closing in, days feel longer without you. What if we just keep our eyes closed? We can dream that we're out and open road. Let's go! Another pace, another turn. We can leave it all behind right now. So where you gonna be when it's freedom, freedom comes? So, jetzt sind wir gerade runtergefahren. Kurzer Funfact. Ich bin den 10-Jährigen hinterhergefahren, die alle Tiefschnee fahren gehen, weil ich nicht weiß, wo es lang geht. Und die wissen alle, wo es lang geht, deswegen bin ich denen einfach gefolgt. Das ist by the way hier so ungefähr das Dorf hier unten. Mal das Essen auf den Hütten. Da gibt es immer so Burger und Chicken Wings und so. Da würde ich doch einen Schnitzel präferieren. Oder Käsespätzle oder eine Speckpfanne, irgendwie sowas. Das Essen ist hier leider nichts, aber man muss dafür sagen, dass die unteren kleinen Dörfchen immer sehr nett aussehen. Und dass die Abfahrten hier halt einfach geisteskrank sind und der Schnee auch. So, liebe Family, wir sind angekommen in Lake Louise. Wir sind hier in einem netten Hostel. Und hier sieht es eigentlich recht süß aus. Man sieht, man ist hier mitten im Wald. Hier ist ganz viel Schnee, ganz nettes Hütchen. Da gibt es sogar eine Sauna. Unser Roadtrip hat jetzt hier gerade auch für jetzt erstmal sein Ende gefunden. Wir sind jetzt hier mal 2 Nächte. Normalerweise sind wir immer von Ort zu Ort, aber wir haben unser Reiseziel quasi so ein bisschen erreicht. Machen wir mal Pause hier. Machen wir mal einen Tag Pause. Ja. Genau, jetzt machen wir mal Pause. Passt. Ich bin ready. Und fürs Verständnis, die schwarze Kugel ist eine weiße Kugel. Ja, Fürs Verständnis, die gestreifte Kugel ist unsere schwarze Kugel. genau. Da ist keine weiße Kugel. Muss man checken. Erstmal, ja. Ist umgedreht. Oh, das wird laut. Fürs Verständnis ist es 12 Uhr nachts. Ja, Also es ist recht laut, dieses Maschinengerät. Man darf es wahrscheinlich nicht spielen, weil es keine weiße Kugel wir haben es trotzdem getan. Ja. Und jetzt hat es gerade gescheppert. Guten Morgen zusammen. Wir sind ready und gehen heute für einen Hike. Wir sind in Lake Louise angekommen. Ich zeige euch mal die Umgebung. Hier ist jetzt der See.
Der ist logischerweise eingefroren. Jetzt kann man auf diesem See hier rumlaufen. Anscheinend gibt es hier noch eine Eisbar. Schauen wir mal, ob wir die finden. Also diese sogenannte Bar, das ist hier irgendwie nichts. Ist hier keine Bar? Die macht die erst abends auf. Ohne die Bar macht das ja alles keinen Sinn. Also ohne eine Bar wüsste ich nicht, was ich hier soll. Ich meine, ich bin ja für die Bar gekommen. Ich wollte mich jetzt betrinken. Es ist aber keiner da. Wir sind übrigens on the trail of 6 glaciers. Das sagt mir, dass wir 6 Gletscher sehen werden, oder? Also das wäre jetzt so mein Guess. Rocky Mountain High, Colorado, Rocky Mountain High. I've seen it rain fire in the sky. Friends around the campfire and everybody's high. Rocky Mountain High. Rocky Mountain High, Rocky Mountain High. Ja, guten Abend zusammen. Unser letzter Tag in Lake Louise. Wir sind den ganzen Tag rumgewandert. Jetzt tun wir noch einmal zum Abschluss für Lake Louise noch so abends in so eine Bar. Es ist keine Bar, es ist. Auf jeden Fall gibt es Drinks, also Bier, also Alkohol. Alkohol. Ob es eine Bar ist oder nicht, ist es genau. Ist egal, ob es jetzt eine Bar ist oder nicht. Auf jeden Fall gibt es Alkohol. Fahren wir jetzt hin mit dem Auto. Ah, nee, das hätte ich nicht sagen dürfen. Wir fahren jetzt dahin. Cutten wir raus. Ist rausgecuttet. Schnitt. Genau, dann morgen Lake Louise und dann noch 2 Tage Final Band. Und dann ist der Schuh eigentlich geschlupft. Der Schuh Geschlüpft? Geschlupft. Warte, was? Der Schuh wäre geschlüpft, wäre es auch falsch, ne? Wäre auch falsch, ja. Irgendwie Sag passt mir überhaupt was mit dem Schuh. Der Schuh passt vielleicht. Dann. Der Schuh passt. Update, wir haben die Bar gefunden. Die Ice Lounge is currently closed. Aber da sieht man, dass das quasi so eine Eisbar ist. Aus echtem Eis. Und hier hätte man halt ja, Alkohol bekommen, aber kriegen wir nicht. Leider nicht. Wohl heute nicht. Ja, nicht. Also nicht. Ist ja schade. Naja, dann vielleicht beim nächsten Mal. Es wird wahrscheinlich kein nächstes Mal geben. Wahrscheinlich nicht. Ja. Wir sind wieder in Lake Louise im Ort. Aber wir haben gefunden, wonach wir gesucht haben. Ein Pub. Schauen wir nämlich da vorne. Das sieht aber einladend aus. Oh ja. Outpost Pub. Wir haben uns alles geholt, was das günstigste auf der Karte ist. Das ist alles, das ist günstig. Günstigste Bier, das hat aber $10 gekostet. Das war der günstigste Cocktail war $20 und das günstigste Gericht auf der Karte waren diese Fries für $18. Das heißt, wir sind jetzt summa summarum bei $48. Also mit Trinkgeld sind wir bei über $50 für Cocktail, Fries und Bier. Aber dafür genießen wir es jetzt noch umso mehr, ne?